Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem das XXL Kinderpingui bei euch so gut angekommen ist und mein Kanal seit kurzem die 20.000 Abonnenten erreicht hat, habe ich mir gedacht, zeige ich euch heute ein weiteres XXL Rezept. Und zwar machen wir heute ein XXL Kinder Maxi King. Dafür habe ich hier eine ovale Auflaufform mit den Maßen 35 x 24 x 7 cm. Die Auflaufform als erstes mit 2 Bögen Alufolie auslegen. Dann habe ich 150 Gramm Vollmilchschokolade über einem Wasserbad geschmolzen. Die geschmolzene Schokolade jetzt gleichmäßig in der Form verstreichen. Einfach mit einem Pinsel, bis die komplette Form mit einer dünnen Schokoladenschicht bedeckt ist. Und die Form danach erstmal kurz zur Seite stellen. Als nächstes kümmern wir uns um die Waffelschicht. Dafür 2 Eier, 75 Gramm Zucker, 150 Gramm geschmolzene Butter, 200 Milliliter Wasser und eine Prise Salz in eine Rührschüssel geben und jetzt für etwa 2 Minuten mit einem Mixer verquirlen. Dann noch 250 Gramm Mehl zum Waffelteig geben und ebenfalls mit einem Mixer unterrühren, bis das Mehl klumpfrei eingearbeitet wurde und ihr einen relativ dicken und cremigen Teig habt. Aus diesem Teig werden wir jetzt einfach Waffeln backen. Dafür immer einen gehäuften Esslöffel Teig in das vorgeheizte Waffeleisen geben. Nach etwa 2 Minuten die fertigen Waffeln aus dem Eisen heben, kurz abkühlen lassen und so den kompletten Waffelteig aufbrauchen. Die Waffeln im Anschluss am besten noch leicht warm in die vorbereitete Form geben und den Boden sowie den kompletten Rand mit einer Waffelschicht auskleiden. Die Waffeln dafür einfach mit einem Messer etwas zurechtschneiden und rundherum in der Form verteilen. Wenn ihr das erledigt habt, 3 Waffeln für die obere Schicht zur Seite legen und die Form für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Währenddessen kümmern wir uns um die Karamellschicht bzw. den Karamellkern. Dafür 150 Milliliter Sahne und 300 Gramm weiche Karamellbonbons in einen Topf geben, bei niedriger bis mittlerer Hitze erwärmen und unter ständigem Rühren zum Schmelzen bringen. Sobald die Bonbons komplett geschmolzen sind, 75 Gramm Butter dazugeben und jetzt so lange weiter rühren, bis die Butter ebenfalls komplett geschmolzen ist. Die Karamellsoße danach vom Herd ziehen und zum Abkühlen zur Seite stellen. Für die Creme 2 Becher Sahne, 2 Päckchen Vanillezucker und 2 Päckchen Sahnefest in ein hohes Gefäß geben. Und jetzt mit einem Mixer für etwa 2 Minuten steif schlagen. Die Sahne danach ebenfalls kurz zur Seite stellen. Als nächstes 1,25 Kilogramm Mascarpone in eine Rührschüssel geben. Die Mascarpone zunächst mit einem Mixer für 1 bis 2 Minuten cremig rühren. Dann 75 Gramm Puderzucker und 75 Gramm Milchpulver dazugeben. Puderzucker und Milchpulver
ebenfalls unterrühren. Und wenn ihr das erledigt habt, die steif geschlagene Sahne dazugeben, mit einem Teigschaber unterheben, bis ihr eine lockere und fluffige Creme habt. Anschließend etwas mehr als ein Drittel der Creme in die Form geben und etwa 2 cm hoch in der Form verstreichen. Dann am Rand der Form weitere Creme verteilen, sodass die Waffelschicht rundherum von der Creme eingeschlossen wird und in der Mitte eine ovale Fläche für die Karamellcreme freilassen. Die Creme dabei aber nicht komplett bis hoch zum Rand in der Form verstreichen. Oben am Rand sollte noch etwa ein halber Zentimeter für die abschließende Waffelschicht freigelassen werden. Jetzt die abgekühlte Karamellsoße in die ovale Fläche gießen. Und die Form danach für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank stellen, sodass die Karamellschicht etwas aushärten kann. Nach 30 Minuten die restliche Creme vorsichtig auf der Karamellschicht verteilen, gleichmäßig glatt streichen, am besten mit so einer Teigkarte. Jetzt nur noch die restlichen Waffeln zurechtschneiden und auf der Creme verteilen, bis die komplette Form mit der abschließenden Waffelschicht bedeckt ist. Und zum Schluss 150 Gramm geschmolzene Vollmilchschokolade auf die Waffelschicht gießen und mit einem Pinsel darauf verstreichen. Die Form nochmals in den Kühlschrank stellen, bis die Schokoladenschicht fest ist. Und danach brauchen wir ein großes Küchenbrett. Das Kinder Maxi King jetzt vorsichtig drehen und auf das Brett stürzen. Dann die Auflaufform abnehmen und die Alufolie vorsichtig abziehen. Sollte sich die Folie an einigen Stellen nicht abziehen lassen, einfach mit einem Messer etwas nachhelfen. Und wenn ihr die Folie dann komplett abgezogen habt, weitere 200 Gramm geschmolzene Vollmilchschokolade und 200 Gramm gehackte Haselnüsse bereitstellen. Das Kinder Maxi King zunächst auf der Oberfläche mit der Schokolade einstreichen, dann gehackte Haselnüsse darauf verteilen und etwas andrücken. Und danach am Rand weitermachen, ebenfalls mit der Schokolade einpinseln und gehackte Haselnüsse daran andrücken. Wenn das Maxi King dann mit Haselnüssen komplett bedeckt ist, nochmals kurz in den Kühlschrank stellen,
damit die Schokolade fest werden kann. Und danach können wir unseren XXL Schokoriegel anschneiden. So sieht das Kinder Maxi King von innen aus. Die einzelnen Schichten sind hier wunderbar zu erkennen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.